In den frühen Morgenstunden zieht ein feiner Nebel über die grünen Hügel. Daniel schließt leise die Tür seiner kleinen Hütte. In der Hand hält er einen alten Holzstock und eine Tasche, in der ein Stück Brot liegt. Hinter dem Zaun warten seine Schafe, noch ein wenig schläfrig. Die Luft ist frisch. Daniel atmet tief ein, lauscht dem Zwitschern der Vögel. Er zählt die Tiere sorgfältig, eines nach dem anderen. 1, 2, 3, murmelt er, bis er sicher ist, dass kein Tier fehlt. Einige Lämmer drängen sich an ihre Mütter, andere fingern neugierig am Gras. Daniel streicht einem alten Schafbock über das dichte Fell. Das Leben hier oben ist still, weit entfernt vom Lärm des nächsten Dorfes. Der Zaun um die Weide ist an einer Stelle locker. Daniel kniet nieder, zieht sein Taschenmesser und einen faden Draht hervor. Die Arbeit ist ruhig, seine Hände sind geübt und wissen genau, was zu tun ist. Während er repariert, spürt er die Erde unter seinen Knien, betrachtet den Tau auf den Halmen. Ein leichter Wind zieht auf. Von irgendwoher hört Daniel das entfernte Bellen eines Hundes. Er sieht hinüber zu einer anderen Wiese, wo Kühe grasen. Aber sie sind weit genug weg. Die Schafe bleiben dicht beieinander, ihre Wolle glänzt feucht im Morgengrauen. Nachdem der Zaun wieder fest ist, treibt Daniel die Herde langsam aus dem Gehege. »Kommt«, ruft er, und die ersten Schafe folgen ihm, ganz selbstverständlich. Die Sonne ist noch nicht über den Hügel gestiegen, aber das Licht wird heller. Der Nebel löst sich allmählich auf. Die Tiere bewegen sich ruhig, als wüssten sie genau, wohin sie gehen müssen. Daniel schreitet den schmalen Pfad entlang, der sich zwischen den Büschen und Bäumen hindurchschlängelt. Das Gras ist hier saftig und feucht. Ab und zu bückt er sich, um einen Ast aus dem Weg zu räumen. Seine Stiefel hinterlassen Spuren auf dem nassen Boden. Die Schafe schieben sich dicht an ihn heran, suchen Schutz und Führung. Vor einer kleinen Lichtung bleibt Daniel stehen. Hier macht er eine Pause. Er setzt sich auf einen Stein, holt das Brot aus seiner Tasche und beißt ab. Die Schafe grasen ruhig in seiner Nähe. Einige Schmetterlinge tanzen in der Luft. Daniel hört das Summen von Bienen. Die Welt um ihn scheint langsamer zu sein als anderswo. Plötzlich hebt ein Vogel aus dem Gebüsch ab. Daniel beobachtet ihn, wie er durch die Baumwipfel fliegt. Das Leben ist einfach hier draußen. Keine Autos, kein Lärm, keine Eile. Nur er, seine Schafe, die Hügel und die Stille. Manchmal denkt er an das Dorf unten im Tal, wo die Menschen hastig durch den Tag laufen. Aber Daniel fühlt sich hier oben zu Hause. Ein Schaf bleibt ein wenig zurück. Daniel steht auf, nähert sich und krault es freundlich am Kopf. »Na du Träumer«, fragt er leise, fast wie ein Vater zu einem Kind. Das Tier blökt sanft und kehrt zurück zur Herde. Daniel lächelt, setzt sich wieder, sein Brot in der Hand, umgeben vom leisen Schmatzen der Schafe und der Frische des Morgens. Der Frühling bringt neue Aufgaben für Daniel. Jeden Morgen zählt er die Lämmer, die jetzt überall auf der Wiese herumtollen. Sie sind klein, ihre Beine noch etwas wackelig. Die Mütter passen gut auf sie auf. Daniel achtet darauf, dass keines der Lämmer zu weit von der Herde weggeht. »Kommt, bleibt beisammen«, ruft er oft. Wenn dunkle Wolken am Himmel aufziehen, wird er unruhig. Der Frühling ist schön, aber das Wetter kann schnell umschlagen. Ein Regenguss, plötzlich und stark, zwingt Daniel dazu, die Tiere zum alten Apfelbaum am Rand der Weide zu treiben. Dort finden sie Schutz.
Das Gras wächst nach den ersten Regenfällen besonders schnell. Daniel sieht, wie die Schafe genüsslich daran knabbern. Ihr Futter ist jetzt frisch und saftig. Manchmal nimmt er selbst ein paar Halme zwischen die Finger, spürt ihre Kühle und ihren Duft. Die Natur wirkt wie neugeboren. Kleine Bäche rauschen leise durchs Tal, Frösche quaken am Ufer. Trotzdem bleibt Daniel wachsam. Die Lämmer sind neugierig. Sie spielen miteinander und erkunden die kleinsten Löcher im Zaun. Daniel repariert jeden Riss sofort, besorgt um ihre Sicherheit. »Ihr sollt mir ja nicht verloren gehen«, murmelt er, während er Draht zurechtbiegt. An einem Nachmittag sieht Daniel, wie weiße Schäfchenwolken am Himmel vorbeiziehen. Die Sonne scheint warm, aber der Wind trägt noch kühle Frühlingsluft. Er lehnt sich an seinen Stock, blickt zu. Seine Gedanken wandern. Er denkt an seinen Vater, der ihm vor Jahren zeigte, wie man im Frühling besonders auf die Lämmer achtet. Im Mai wird die Sonne stärker. Mit ihr kommen die langen Tage. Daniel setzt sich oft in den Schatten eines Strauchs, beobachtet, wie die Tiere grasen. Die Hitze des kommenden Sommers erahnt man schon. Bald wird der Rhythmus noch langsamer werden müssen. Der Sommer beginnt mit leisen Nächten, die immer wärmer werden. Am Morgen liegt kein Tau mehr auf dem Gras. Die Tiere beginnen, die Sonne zu meiden. Wenn das Licht am höchsten steht, sucht Daniel schattige Plätze für sein kleines Volk aus Schafen und Lämmern. Unter den alten Linden gibt es nur wenig Platz, doch Daniel steckt einige Äste in den Boden, befestigt Tücher daran. So schafft er weiteren Schatten. »Hier, bleibt unter der Plane«, sagt er, und die Tiere scheinen zu verstehen. Tagsüber dösen sie oft, die Hitze macht auch sie träge. Daniel trinkt Wasser aus seiner Flasche, wischt sich die Stirn ab. Die langen, heißen Nachmittage machen auch ihn müde. Mit der Trockenheit beginnt das Gras an manchen Stellen gelb zu werden. Daniel kontrolliert täglich, ob noch genug frisches Futter vorhanden ist. Wenn nötig, treibt er die Herde weiter, sucht neue grüne Flächen. Er folgt aufmerksam den Wegen, die er schon im letzten Sommer gegangen ist. Jede Veränderung im Gelände bemerkt er sofort. Eines Morgens wacht Daniel auf, als erste Sonne durch sein Fenster fällt. Alles ist still, sogar die Vögel sind noch ruhig. Er spürt, wie wichtig jede Kleinigkeit wird, wenn das Land trocken und hart wird. Heute soll es noch heißer werden als gestern. Der Herbst beginnt langsam. Die Blätter der Bäume werden gelb und die Hügel färben sich ocker. Morgens liegt feuchter Nebel über dem Tal. Manchmal sieht Daniel die Schafe kaum. Wenn die Sonne scheint, sieht alles golden aus. Das Licht ist weicher als im Sommer. Daniel sammelt das trockene Gras, das er im Sommer gemäht hat. Der Heuhaufen wächst, Tag für Tag. Jetzt ist es wichtig, genug Futter für den Winter zu lagern. Die Schubkarre rollt jeden Tag zwischen Wiese und Schuppen hin und her. Die Arbeit ist schwer, doch sie gibt Daniel ein ruhiges, fast zufriedenes Gefühl. Er streicht mit der Hand über das Heu und riecht seinen sonnigen Duft. Die Erinnerungen an vergangene Jahre kommen zu ihm zurück. Auch damals war die Ernte Zeit für Sorgen, aber auch für Dankbarkeit. Die Tage werden nun kürzer. Die Sonne geht viel früher unter und es wird schnell kalt. Die Schafe liegen oft nah zusammen, sie sind stiller als im Sommer. Daniel merkt, wie sie den Herbst spüren. Er sieht ihnen beim Grasen zu und hört das Knirschen der Halme unter ihren Zähnen. »Ihr müsst jetzt Kraft sammeln«, spricht er leise, fast nur zu sich selbst.
Er nimmt ein Lamm auf den Schoß, sein Fell ist nun dichter als noch vor Wochen. Daniel streichelt es, spürt die Wärme. Das Tier blökt kurz, dann wird es wieder ruhig. Abends, wenn der Wind stärker wird, setzt Daniel sich vor seine kleine Hütte. Er hört, wie der Sturm durch die Äste fährt. Die Geräusche sind fremd und vertraut zugleich. Der Wind pfeift manchmal durch kleine Ritzen im Holz. Daniel prüft die Tür, stopft Stroh in die Ecken, damit keine Kälte eindringt. Der Winter kommt bald, sagt er zu seinem Hund, der sich leise an seine Füße legt. Gemeinsam hören sie lange dem Wind zu. Manchmal glaubt Daniel, Stimmen aus dem Tal zu hören, doch es ist wohl nur seine Fantasie. An einigen Tagen regnet es lange. Dann bleibt Daniel im Unterstand, flickt alte Netze, schärft das Messer für die nächsten Aufgaben. Die Schafe drängen sich unter dem Dach zusammen, sie suchen seine Nähe. Er spricht zu ihnen: Es wird bald wieder heller. Nachts wacht er öfter auf, zündet die Lampe an, hört dem Prasseln des Regens zu. Er denkt viel nach, wenn draußen alles still ist. Über die Zeit, die vergeht, über den ewigen Kreislauf der Jahreszeiten, über Menschen, die er schon lange nicht mehr gesehen hat. Die Stille macht ihn nicht traurig. Sie ist wie ein alter Freund, der ihn durch lange Abende begleitet. Im Morgengrauen sammelt Daniel noch einmal Holz, damit das Feuer nicht ausgeht. Die Schafe treten vorsichtig auf das nasse Gras. Daniel zählt sie jeden Tag, immer mit Bedacht. Die Arbeit ist nun ruhiger, aber sie wird immer wichtiger. Er betrachtet die Wolken, die schwer über den Hügeln hängen. Seine Hände riechen nach Erde und Heu. Der Winter ist jetzt da. Die Hügel liegen unter einer dicken Schicht Schnee. Am Morgen steigt Daniel früh aus dem Bett. Die Kälte kriecht bis in die Knochen. Er zieht mehrere Jacken an, setzt seine Mütze auf und schlüpft in die dicken Stiefel. Der Atem macht kleine Wolken in der Luft. Draußen wartet schon sein Hund. »Komm, wir müssen die Schafe sehen«, sagt Daniel und klopft dem Tier auf den Rücken. Sie laufen langsam durch den Schnee, der hoch über den Stiefeln steht. Der Wind bläst gegen das Gesicht, schneidet scharf durch die Stille. Alles ist leise, nur der Schnee knirscht unter den Füßen. Daniel geht den Zaun entlang. Er prüft, ob alles in Ordnung ist. Manchmal sind die Pfosten schief, manche Stellen müssen verstärkt werden. Der Hund springt ab und zu voraus und bellt leise. Die Schafe sind eng zusammengedrängt auf ihrer Winterwiese. Sie sehen ihn und kommen näher. Ihre Felle sind weiß und dick, vermischt mit Schneeflocken. Daniel verteilt Heu, schüttet es an mehreren Stellen aus. »Kommt, hier gibt es Futter«, ruft er. Die Tiere schieben sich langsam voran, jeder nimmt etwas. Daniel achtet darauf, dass kein Schaf hungrig bleibt. Oft kontrolliert er, ob alle da sind. Mit ruhiger Stimme zählt er leise: 12, 13, 14. Dann ist er sicher, niemand fehlt. Manchmal muss Daniel einen Weg im Schnee freischaufeln. Der Wind weht die Spuren immer wieder zu. Aber er klagt nicht. Diese Arbeit gehört dazu, wie seit Generationen. Er erinnert sich an den Winter seiner Kindheit, als sein Vater ihm zeigte, wie man den Tieren hilft. Im Laufe des Tages macht Daniel kleine Pausen. Er setzt sich an die Wand des Stalls, trinkt heißen Tee aus der Thermoskanne. Der Hund legt sich zu ihm und wartet. Sie hören das Knirschen der Zweige, wenn windgetriebener Schnee gegen den Zaun weht. Das Licht bleibt den ganzen Tag blass, die Sonne zeigt sich kaum.
Am Abend holt Daniel die Laterne und geht noch einmal zu den Tieren. Er sucht nach Spuren im Schnee, kontrolliert das Tor zum Stall. Ein Schaf hinkt ein wenig, Daniel kniet sich daneben. »Ruhig, mein Kleiner«, sagt er und untersucht vorsichtig das Bein des Tiers. Es ist nichts Ernstes, nur eine kleine Wunde. Daniel reinigt sie behutsam, dann legt er frisches Stroh in die Ecke. In der Hütte brennt das Feuer schwach. Daniel schiebt mehr Holz nach. Er setzt sich ans Fenster und schaut auf die Hügel, die im Mondlicht silbern glänzen. Es ist still, nur das leise Atmen des Hundes füllt den Raum. »Heute war ein guter Tag«, sagt Daniel leise zu sich selbst. Er fühlt eine warme Ruhe. Das Leben ist schwer, aber es ist richtig. Er lebt im Rhythmus der Natur, wie seine Vorfahren vor ihm. Er ist Teil der Landschaft, Hüter einer alten Aufgabe. Draußen schlafen die Schafe und Daniel weiß, dass sie ihm vertrauen. Die Nacht ist dunkel, der Wind heult. Daniel bleibt noch einen Moment wach und hört dem Schnee zu, wie er leise gegen die Scheibe fällt. Dann löscht er die Lampe, zieht die Decke bis ans Kinn und spürt, wie der Frieden des Winters ihn umfängt.